Liebe Steinböcke, hier kommt die Nachricht für euch. Ich bin gespannt, was ich euch und eurem Kollektiv mitteilen darf. Hier tut sich was auf. Es kann hier eine berufliche Weiterbildung sein, ein neues Kapitel im Beruf, ein neues Wissen, das man sich erwirbt, etwas, was sich minimieren kann auch. Ja, minimieren, die Sense bringt eben auch die Energie, wo man etwas reduziert oder wo man im kleineren Bereich eben Veränderungen hat. Es kann ja auch aus der Chefetage sein. Eine Möglichkeit, die ihr angeboten bekommt. Es kann auch tatsächlich ein ganz neues Angebot sein. Möglicherweise ist es hier sogar ein Posten, der etwas höher ist oder mehr Verantwortung mitbringt. Auch für die Selbstständigen sieht man hier irgendwelche Auftraggeber. Der ein oder andere hat vielleicht so ein bisschen Herausforderungen mit seinem Umfeld oder muss Arbeit und Beruf unter einen Hut bringen. Was ich auch habe, ist, die Sense eröffnet hier ein Geheimnis. Das kann hier sein, dass etwas hinter eurem Rücken war oder dass ihr selbst ehrlicher zu euch sein müsst oder offener, was ihr eigentlich wollt. Ein Umzug kann hier sein, der sich rasch ankündigt, möglicherweise auch ein Auszug von jemandem. Ich sehe sehr viele emotionale Dinge, die hier mitschwingen. Das kann im Bereich der Liebe sein, der Herzensangelegenheit, das Gefühl des Alleinseins, Hindernisse, Blockaden, DNA-Geschichten. An sich ist es so, ihr könntet hier eine ganz neue Erfahrung machen, wenn ihr hier nicht tatsächlich so viel emotionale Hindernisse hättet, die ab und zu es schwer machen, neue Wege zu gehen oder Entscheidungen zu treffen. Vielleicht ist es auch noch das Verarbeiten aus der Vergangenheit oder aus Beziehungen der Vergangenheit. Ich habe schicksalshaft neue Wege, das heißt, das Außen oder Situationen, mit denen ihr nicht rechnet, bringt neue Gelegenheiten mit, ist hier sehr blockadenlösend und das Einzige, was ist, dass ihr euch dazu bewegen müsst, euch auf den Weg machen, eine Entscheidung fällen, auch mit jeder Konsequenz. Und es ist auch eine Entscheidung, die hat vielleicht etwas mit Mutterthemen zu tun oder die bringt eine schwierigere Situation der Verstrickung in eine ganz neue Qualität. Es kann ja auch sein, einige haben Elternthemen, die hier für Unklarheiten sorgen oder Einmischungen von anderen Personen, Konkurrenzdenken. An sich ist die Legung hier sehr schön, denn hier sieht man an diesen Karten, dass es etwas ist, was es im Leben gibt, dass man Kreuz, Herausforderungen mit in die Wiege gelegt bekommen nennt. Dass man das auf einen geraderen Weg bringt, dass man das verbindlich auch klärt, dass man sich neue Türen öffnet, dass man irgendetwas so gestaltet, dass das Leben einen wieder nährt und trägt. Und ihr habt hier die Wunscherfüllungskarte mal 2 auf dem kurzen Weg. 2 Tage, 2 Wochen, 2 Monate. Es kann etwas sein, was sehr viel Frieden mitbringt. Es kann eine Person sein, die Ideen hat. Das kann eine familiäre Situation betreffen, die sehr unruhig oder stressig war. Geschwisterkonflikte, Sachen mit Kindern. Hier geht es zum Beispiel auch um Arbeitskollegen, Freunde, jemand, der den Frieden gestört hat, Geschwistersituationen. Und man sieht tatsächlich, dass es jetzt hier ruhiger wird.
Ich habe hier sehr viele Nachrichten zum Thema Finanzen, finanzielle Verluste ausgleichen. Man kann hier sehen, eventuell, dass Kosten für ein Tier entstehen, also Tierarztdinge. Und ich sehe irgendwie einen Konflikt mit dem Thema Geld, da laufen vielleicht Dinge nicht ganz richtig. Der Fuchs, das ist das Unehrliche, das ist irgendein Konflikt oder etwas, was auch nicht stimmig sich anfühlt. Selbstwertthemen natürlich auch. Wir haben das männliche Gegenüber an der Wurzel liegen. Das ist entweder ein Thema in Beziehungen, ne? Oder es ist die Männlichkeit an sich, die DNA, die männliche DNA. Aber es ist natürlich auch der Teil, der Mann, der erschafft was, der steht sein Mann und so. All das kann hier auch gemeint sein. Dass ihr überlegt, in was investiert ihr und wo müsst ihr mehr in den empfangenden Bereich. Was ich sehen kann, ist, dass ihr ein Feld der Beziehungsthemen. Beziehung ist bei mir nicht nur der Partner, sondern auch meine Freunde, meine Kinder, das Umfeld, das ich habe. Dass ihr da tatsächlich irgendwo einen Giftstachel rauszieht und es schafft, etwas verbindlich unter einen guten Stern zu stellen. Ne? Jetzt habt ihr hier zwei Krafttiere. Wir haben einmal den Hecht, zwei Fische auch noch, ne? Wasser, Emotionen mit dem Thema Achtsamkeit und den Aal mit dem Thema Energetisierung. Und der Hecht sagt euch, irgendwas ist außerhalb Balance. Es ist etwas nicht im Gleichgewicht. Der beobachtet, der guckt und wenn der Zeitpunkt ist, schnappt er zu. Der Aal ermöglicht es euch auch Wege zu finden, bei denen ihr nicht brecht, sondern wo ihr so ein bisschen biegsam seid und wo ihr eine andere Energie aufnehmen könnt, wo ihr nicht so gegen die Wand läuft oder ein bestimmtes Muster immer wieder stur macht, sondern da gibt es neue Lösungen, andere Möglichkeiten, auch das Verhalten ein bisschen so anzupassen, dass man nicht allzu viel Energie verliert und nichts gewinnt. Auch das kann hier unten ein Thema sein. Ne? Ich meine, hier sind viele seelische Sachen, die an euch nagen, wo die Wurzel auch schon ein bisschen faulig ist mit dem Thema, ich bin versorgt, ich habe alles, was ich brauche. Das ist ein bisschen so, ich habe auch viel Mangel, ja? Wenig Energie. Oder ich mache etwas, was mich derartig auslaugt und mir gar nichts zurückgibt. Und ich komme hier nicht in die Fülle. Eigentlich wäre die Fülle da, auch die finanzielle, aber man geht mit den Energien irgendwie komisch um. Ihr Lieben, wir nehmen noch einen Glücksimpuls für euch, dann lassen wir das so stehen. Ein bisschen dürft ihr hier auch in eure eigene Kraft wieder zurückfinden, euch nicht verausgaben, ehrlich sein, zu euch selbst auch. Und ich habe auch das Thema Ehrlichkeit bei allem, was finanzielle Themen sind. Ne? So, dann habt ihr abenteuerliche Tage. Kann also ein bisschen stressig werden, aber ihr habt hier auch die Energie, euch irgendwo in einem Bereich einen Wunsch, einen Traum zu verwirklichen. Das liegt hier an den Herzensangelegenheiten dran. Liebe, trennende Situationen, Partnerschaft. Liebe Steinböcke, habt eine schöne Zeit. Ich drücke euch bis bald.